Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Es gibt hier wieder ein paar Neuigkeiten, ja. Angefangen zuallererst mal mit meinem eigenen Discord, ja, wer da noch nicht sein sollte. Erster Link unten in der Videobeschreibung, dort gelangt ihr denn dahin. Und wir haben auf meinem Discord-Server eine neue Rubrik, einen neuen Kanal eröffnet, und zwar mit euren Shakes and Fidget Wünschen, was ihr euch schon immer mal für das Spiel gewünscht habt, Verbesserungsvorschläge, Vorstellungen für die Zukunft und über die Neuerungen, die schon da sind, können hier auch thematisiert werden. Ja, und genau, dort gelangt ihr über den Link in der Videobeschreibung hin, mein Discord-Server. Dort gibt es allerlei mögliches Zeug, wie gesagt, jetzt hier der allerneueste Kanal, ja, wo ihr alles reinschreiben könnt hier, Seraphin wieder der VIP hier. Und ja, unter anderem gibt es hier auch eine Rubrik von Tipps und Tricks, allerlei, was man so wissen sollte, aufgelistet hier in der Rubrik. Falls ihr Fragen haben solltet, können hier die vielleicht beantwortet werden. Falls ihr Gilden sucht oder Spieler sucht, je nachdem aus welcher Ansehungsform, könnt ihr euch hier auch kurz schließen. Hier hatten wir auch mal eure Shakes and Fidget Setups so ein bisschen mal thematisiert in einer kleinen Challenge. Auch sehr cool hier noch im Nachhinein so ein bisschen durchzugehen, war auch sehr nice gewesen. Genau, und das auf jeden Fall so die wichtigsten Channels so um Shakes and Fidget. Natürlich gibt es hier noch viele andere Sachen. Aber ja, das erstmal dazu. Wie gesagt, falls ihr hier noch nicht sein solltet, könnt ihr gerne joinen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ansonsten, ja, das dazu. Dann wollte ich euch auch noch mal eine Rubrik zeigen, und zwar hier in der Taverne, in der Shakes and Fidget Taverne. Dort gelangt ihr auch hin über das Spiel direkt. Ja, wenn ihr hier auf Optionen geht, Hilfe und Support, gelangt ihr hier über diesen Button zum Discord-Server hier. Und hier gibt es jetzt auch eine neue Rubrik, wo alle Server aufgelistet sind, die bereits das neue Backend erhalten haben, wo das draufgespielt worden ist. Das ist auf jeden Fall sehr cool hier so zu sehen, wo das überall jetzt mittlerweile drauf ist, weil ich euch ja immer auf dem Laufenden halten wollte, ja, wie Laufbänder, welche Server schon betroffen sind vom den neuen Backend und es dort vielleicht dementsprechend zu dem ein oder anderen Fehler noch kommen könnte oder zu Performance-Problemen etc. Das geht ja am Anfang auf jeden Fall einher, aber wird definitiv auch gebessert und verbessert werden und ist auch schon verbessert worden für die zukünftigen Server, wo das neue Backend drauf gespielt wird. Ja, ansonsten, Entschuldigung, mir geht schon besser. Ich habe immer noch ab und zu ein bisschen Reizhusten, aber ansonsten bin ich auf dem Weg der Besserung. Es geht bergauf, wie bei motivierten Bergsteigern. Ja, es gibt im Forum, heute kamen ein paar News raus, zum nächsten Monat, ja. Der April ist ja schon fast um die Ecke, ja, und dabei sollte man auf jeden Fall auch das Pet nicht aus den Augen lassen, ja, ist bei Licht hier, das kann euch am 1. April begegnen, auf jeden Fall nicht verpassen, aber das ist nicht das Interessanteste hier. Nein, auch nicht die Epic oder die Events, die ja jetzt das Wochenende kommen, die hier stehen, ja, sondern auch nicht die Events, die übernächste oder besser gesagt nächste Woche kommen, sondern nämlich der letzte Satz hier. Seid gespannt und behaltet die News-Section Anfang, Mitte kommender Woche im Auge, denn hier oben steht nämlich, kommende Woche wird in Sachen News und Game dann richtig spannend. Immerhin sind wir dann im Ostermonat und ein Update ist auch geplant. Spoiler-Alarm, ja, wie bei Autos am Heck, ne? Da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Ich weiß auch noch nichts weiter, ja, keine Ahnung. Bin gespannt, was da definitiv kommen wird in der Zeit. Und falls ihr dahingehend zu den kommenden News nichts verpassen wollt, ja, rate ich euch natürlich sehr gerne immer ans Herz, diesen Kanal hier zu abonnieren, um ja, schnellstmöglich auf dem neuesten Stand der Dinge zu sein. Denn ich gebe mir die größte Mühe, um schnellstmöglich euch auch die neuesten Neuigkeiten rund um Shakes and Fidget hier bieten zu können. Und meistens, nicht immer, aber meistens erfahrt ihr es auch bei mir hier mit, fast auf YouTube zumindest mit als erstes. Ja, deswegen vielen lieben Dank an jeden, der hier kostenfrei ein
Abo da lässt an der Stelle mal, ja. Hier ganz schamlose Eigenwerbung. Ja, muss ja auch mal ab und zu mal sein hier auf der Werbechannel hier. Ja, deswegen, ja, bin ich mir da auch nicht zu schade für. Ja. Okay, gehen wir mal rein ein bisschen hier in Shakes and Fidget. Wir haben Entschuldigung. Alter, Digga, das hört sich so gestellt an, aber es ist wirklich nicht gestellt, ja. Es ist, ja, tatsächlich ein bisschen Reizhusten irgendwie, so, keine Ahnung. Es kitzelt ab und zu mal noch so ein bisschen. So, wir müssen was in die Toilette schmeißen, damit wir hier die Daily Quest heute zusammenbekommen können. Und das haben wir auch grandios geschafft. Nachdem wir das geschafft haben, können wir auch das Aussehen von den Items ändern und uns ein besseres Item gönnen hier, damit wir auch ein paar mehr Kristalle hier aus dem Ganzen rausnehmen können. Ist natürlich eine Taktik, die ist sehr pilzintensiv und sollten auch nur Spieler wirklich machen, die die Pilze wirklich locker haben, ne? Ansonsten 10 Pilze dafür zu investieren, um ein paar mehr Kristalle zu bekommen. Manchmal lohnt es sich schon, weil ich weiß jetzt nicht, wie teuer das Item eben war, aber wenn jetzt so ein Item zum Beispiel so wie hier, die nur 2000 Kristalle oder 2100 Kristalle geben, für 10 Pilze, dann bis zu, jetzt auf meinem Level momentan 3.600, 3.700, 3.800 Kristalle zu bekommen für 10 Pilze. Ja, würde ich sagen, kann man schon machen, ne? Muss halt jeder selbst wissen, so, ne? Das ist halt immer das Ding. Ja, wir sind momentan fast bei 3 Millionen Kristalle. Wir überwiegen bald die Metalle, oder die Erze besser gesagt. Da müsste man vielleicht hier und da mal auch wieder was reinwerfen. Das Ding dabei ist ja, wenn ich hier so ein Item, je nachdem halt, auf das Maximum der Kristalle bringe, durch diese Umwandlung, dann ist es meistens so der Fall, dass die Metalle drunter leiden, dass die entweder so bleiben, wie sie jetzt sind, oder sogar teilweise weniger werden, was natürlich nicht gut ist. Deswegen bin ich echt, oh Gott, Alter, ey, immer diese Scheiße hier mit Windows, ne? Naja, mein Wohnort ist sowieso schon bekannt, also von daher brauche ich auch nichts zensieren. Deswegen ist das, ja, ziemlich, bin ich am Überlegen, so ein bisschen, ein paar mehr Metalle zu farmen, weil die braucht man in Zukunft auch ein bisschen mehr. Ne? Das sollte man auch jetzt nicht aus den Augen verlieren hier irgendwie. Naja, gehen wir weiter. Hier nehmen wir auf jeden Fall das Gold mit. Das ist ganz klar. Gold größer, Kristalle. Aber 3 Sanduhren kann ich auch leider nicht Nein zu sagen. So, Steine brauchen wir auch überhaupt nicht. Steine habe ich mehr als genug. Ich weiß nicht, warum wir so viele Steine haben. Holz haben wir ein bisschen wenig, deswegen lasse ich die auch einfach mal liegen. Seelen brauchen wir genauso wenig. Ja, hier nehmen wir dann doch die Kristalle mit, weil die Kristalle sind an zweiter Stelle auf jeden Fall nach dem Gold. So, kriegen sogar ein bisschen Gold hier, das ist ganz nice. Ja, okay. Ja, war in Ordnung. Gibt schlechtere Tage, gibt bessere Tage. Naja, so. Hier haben wir leider nichts für die Hexe, was wir an Ertrag für sie liefern können. Allerdings muss ich, glaube ich, mein Inventar sowieso ein bisschen aufräumen. Ich habe hier ziemlich viele Sachen drin. So bunt gemixt für die Hexe. Aber ich muss ja nachher auch noch meine Alu spielen. Deswegen brauche ich auch ein bisschen Platz im Inventar. Deswegen schmeiße ich das mal einfach weg. Und ich will hier nicht jedes Mal, wenn ich ein Item habe, hier ins Inventar switchen, was verkaufen und dann wieder dahin und zack und zurück. Und ja, naja. Gut. Holen wir das noch ab. Haben wir auch wieder ein bisschen Gold hier zusammengesammelt. Und ja, ey, ich freue mich. Bald haben wir die 250.000 zusammen. Das ist sehr nice. Das ist nochmal ein großer Meilenstein. Ja, je nachdem, weiß ich nicht ganz genau. Ey, direkt auf 300.000 zu gehen, das dauert enorm lange. Und dann bin ich halt auch ziemlich Glass Cannon unterwegs. Ja, auf der anderen Seite ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil halt, wie gesagt, wir sind umgeben von vielen Magiern hier, da ist das schon mal ganz gut. Ansonsten, ja, die internationale Ehrenhalle, danach kann man momentan nicht gehen, die ist schon seit einer Woche irgendwie oder so nicht mehr aktualisiert worden, so wie ich das mitgekriegt habe. Strider ist ja auch schon lange nicht mehr auf Stufe 600, der ist ja auch schon höher. Ja, deswegen weiß ich nicht, was hier los ist. Also das ist auch nochmal so eine Neuigkeit vielleicht, falls ihr euch da wundern solltet, warum das hier nicht vorangeht irgendwie. Liegt auf jeden Fall daran. Ja, das dazu. Aber wie gesagt, in der internationalen bin ich halt auch umgeben von vielen Magiern.
Deswegen ist es halt auch nicht so verkehrt, auf das Main-Attribut zu gehen. Und weil wir hier halt auch eben einen Magier vor uns haben, ist es halt auch besser, vielleicht halt auch auf dasselbige Attribut zu gehen wie der Fidget hier, ne? Und hier bei Hades, gut, sind wir zwar vor einem Geschickgegner, aber auch hier danach der Zeus, ne? Ich meine, gut, da sind wir noch lange nicht. Auch wenn wir dieses Jahr vollendet haben sollten, sind wir da auch lange noch nicht. Ja, und selbst nächstes Jahr weiß ich nicht, ob das vielleicht was wird mit Zeus. Das ist echt der Endgegner der Endgegner. Und bis dahin sind schon wieder neue Dungeons auf jeden Fall draußen. Auf jeden Fall ist es trotzdem nicht verkehrt, weil der Zeus auch ein Magier ist. Ein bisschen, also ich bin am Überlegen, was würdet ihr machen? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Würdet ihr an meiner Stelle weitergehen auf Intelligenz, auch wenn ich jetzt die 250k geknackt habe? Oder würdet ihr jetzt so langsam wieder switchen auf Ausdauer? Ich muss mal gucken, in welchem Bereich ich gerade bin. Ich versuche ja immer so 60-40 einigermaßen zu halten. Ich weiß jetzt nicht momentan, auf wie viel ich genau bin von den Prozentanzahlen her. Muss man mal schauen, ja. Aber ich bin auf jeden Fall am Überlegen so ein bisschen, ja. Da zerbreche ich mir momentan ein bisschen die Rübe, ja. Ansonsten, ja, paar Edelsteine muss ich auch bald wieder loswerden. Ich habe hier schon sehr gute am Start, aber ich will die halt aufbewahren für den Legendary Dungeon, dass ich da direkt ein paar gute reinsetzen kann ins Equipment. Weil hier sind teilweise echt sehr, sehr gute dabei. Über 2000 habe ich schon ein paar gesammelt hier. Das geht echt voran und das halt mit einer 86er Mine, ja. Also da auf jeden Fall auch noch Potenzial nach oben ein bisschen, aber auch nur ein bisschen. Alles klar, Leute. Und Stufe 599 haben wir auch bald erreicht. Auch sehr nice. 600, bald auch der nächste Meilenstein. Ich bin sehr gespannt. Leute, das soll es soweit für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne auf dem Discord-Server vorbei, würde mich auch sehr freuen. Ansonsten, ja, war es das soweit von mir. Und ich verabschiede mich. Haut rein und bis zum nächsten Mal.